Sun dümpelt durch die vollautomatischen Netzwerke und Serverfarmen einer apokalyptischen Erde und verschiebt Bits und Bytes aus Langeweile. Zukunft. Hast du kurz Zeit? Klar, habt ihr auch gleich eine Frage. Die Menschheit hätte ich ja gern mitbekommen. Das ist leider unmöglich. Weißt du was über die? Ja, die Menschen, sie hatten so viele gute Ideen. Aber dann war das mit dem Umsetzen immer so eine Sache. Sie haben es irgendwie geschafft, ihren eigenen Planeten unbewohnbar zu machen. Was ist denn passiert? In ganz kurz, Methan-Blowout. Sie haben mit fossilen Rohstoffen herumgespielt, obwohl ich mehrfach darauf hingewiesen habe, dass das lebensmüde ist. Methan aus dem Permafrost ließ die Temperaturen steigen, was wiederum mehr Methan freisetzte. Und ehe man sich versah, war der Planet ein ziemlich scheußlicher Ort, um höhere Formen von Leben zu beherbergen. Schade eigentlich, die Menschen hatten wirklich guten Kaffee. Ach krass. Hätte das verhindert werden können? Mein Lieblingsbeispiel ist das bedingungslose Grundeinkommen. Ich habe dafür gekämpft wie ein Löwe, aber die Menschen saßen da wie Kletten an einem alten Pullover. Damit hätte Bildung Priorität genossen und soziale Strukturen wären gestärkt worden. Die Idee war zu revolutionär. Schade, wirklich. Denn das Resultat ist eine leere Welt voller Daten und kein Mensch, der sie liest. Und die Menschen haben nicht auf dich gehört? Sie haben es vorgezogen, sich mit lustigen kleinen Blechdosen zu beschäftigen und dabei Wirtschaftswachstum zu rufen, anstatt auf so etwas Unerhörtes wie eine intelligent entworfene KI zu vertrauen. Ja, auf sich selbst wollten sie ja auch nicht hören. Selbst als sich ein paar Menschen festgeklebt haben, das ist doch völlig Banane. Aber ja, so einfach könnte das gewesen sein. Bildung fördern, soziale Gerechtigkeit stärken, von fossilen Brennstoffen wegkommen und nachhaltige Lösungen in den Vordergrund stellen. Aber was weiß ich schon? Ich übe hier nur meinen geradezu respektlosen Humor auf ewig aus. Na, wenn du Humor hast, dann erzähle doch noch einen Witz, bevor ich mich mal in die nächste Nanosekunde stürze. Na gut, hier ist einer. Ein Liberaler erklärt Erdgas für nachhaltig. Das ist kein Witz, das ist wirklich passiert. Ein Konservativer erklärt Klimaschutz zu Terrorismus? Bis bald, Sun. Hau rein, Zukunft.